Hallo Lokführer. Als Teil dieser Sonderfahrt sollen Sie einen Güterzug nach Brol bringen. Leider sind die Bedingungen heute alles andere als ideal und es fährt ein Personenzug voraus, sodass Sie vorsichtig fahren müssen. Lösen Sie die Bremsen und fahren Sie los, sobald das Signal es erlaubt. Und somit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video im Train-Simulator. Da ja Maverick am Samstag seinen Dampfabend hat, habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, ein Dampflok-Szenario zu fahren. Dies ist ein Original-Szenario, Karriereszenario sogar gewesen, was der Lok beigelegen ist. Das einzige, was ich geändert habe, ich habe das Teil kopiert und habe das Datum geändert, weil mir das Szenario einfach zu dunkel war. Ja. Sonst habe ich nichts geändert, also es ist alles so wie es war, ich habe nur das Datum geändert, damit wir halt einen helleren Nebel haben und nicht finster ist alles. Jo, Dampflok, klar, schwierig zu fahren, ich hoffe ich schaffe es. Ja, gehen wir dann mal auf 25. Bremsen brauchen wir noch nicht lösen, weil ja noch dagegen zu kommen muss und wir nicht frei haben. Ich fahre das Ganze ohne PZB und sicher glaube ich hat es da eh nicht, weil sonst komme ich komplett durcheinander, und wenn ich das mit PZB auch noch fahre. Ich versuche es mit dem normalen Bildschirm zu fahren, also mit dem normalen Treiber-Interface. Sollte das nicht funktionieren, schalte ich aufs Einfache um. Aber ich glaube, das werden wir schon hinbekommen. Ja, da kommt der Gegenzug, den was wir vorbeilassen müssen. Was gibt's Neues? Ich habe jetzt einen UHD-Bildschirm, deswegen natürlich auch die ganzen Einstellungen am Train-Simulator geändert. Somit kann ich jetzt in 4K spielen. Und da 4K Stream sage ich jetzt, da 4K Videos allerdings zu viel Datenvolumen haben, habe ich mir gedacht, ich probiere das einmal eine Stufe tiefer mit diese 1440 oder wie die heißen. Na, fährst du weg auch, oder? Ah, jetzt wird's was. Und wir haben einen Rotschlumpf. Ja, ich schaffe es, das Teil in Bewegung zu setzen. Was gar nicht so leicht ist mit dem Teil. Aber wir fahren. Wie gesagt, ich habe ihn probiert, das Ganze auf das Drama durch. Aber ich blamier mich gerade heftigst, aber das ist kein Problem. Bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der was das macht. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Gehen wir da zurück und da hoch. Jetzt haben wir ein bisschen Grip. Es ist halt wirklich schwierig, eine Dampflokomotive zu fahren. Zeige ich das da jetzt, ja, aber es schaut verdammt gut aus. Also das ist wirklich schön zum Anschauen. Schaut euch das an. Es ist so herrlich. Das ist zu weit unten, da sieht man nichts davon. Da ist schön. Das wird ein schönes Bild. Wie gesagt, ich nehme jetzt das erste Mal in 1440 Pixel auf. In HD 1440.
hoffe natürlich, dass euch das gefällt und dass das auch gut ankommt. Brücke. So, ich schaue wieder das Hut ein, weil wir können da jetzt zurückgehen, dass wir schneller werden. Ich hoffe, das passt. Wie gesagt, ich fahre das. Oder wäre es euch lieber, wenn wir es mit einem anderen Hut fahren, da sieht man halt mehr. Ich schalte einmal kurz um mit der F4-Taste. Wir sind komplett im grünen Bereich, das passt, das habe ich im Griff bis jetzt. Und irgendwie kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr Stoff geben. Da können wir ein bisschen zurück in Richtungsräder. Es ist, Dampflok sind nicht leicht zu fahren, wie man sieht. Aber es ist ein wirklich schönes Teil. Steigen wir mal rein, da sieht man genau nichts. Das ist wieder außer die km/h. Und das war's schon. Und ja, also ich finde diese Außenansicht ganz schön. Jetzt müssen wir, glaube ich, runter mit die km/h. Naja, nein, das ist langsam fahrt erwarten, 60 haben wir bisschen. Bleiben wir mal auf der Geschwindigkeit. Wo ist das nächste Signal? Steht kein Signal. Das betrifft uns nicht. Auf der anderen Seite mal wieder. Jetzt kommt was. Da ist leider sehr finster da vorne. Versuche mal vorzuschauen. Ich kann dann nicht wirklich was erkennen. Das ist heute erwarten, glaube ich. Bremsen wir lieber ein bisschen. Auf Service. So. Ja, das habe ich mir natürlich. Ah, wir haben einen Weichenwechsel, deswegen. Müsste mit 40 sein oder mit 60, also brauche ich nicht bestätigen. Das heißt, ich weiß, das heißt nicht Weichenwechsel, das heißt Gleiswechsel, also ich weiß es. Ja, 40, sage ich ja. Mal ein bisschen Druck ablassen. So. Ich habe es geschafft, dass sie macht. Das ist auch nicht so leicht bei der Lok. So, schauen wir mal um Außenansicht. Ja, das schaut schön aus. Das schaut schön aus, Leute. Das gefällt mir. Das sind doch schöne Bilder, und wenn das mit dem Upload dann auch funktioniert mit die ganz hohen, mit der hohen Auflösung, dann wäre das natürlich ganz toll. So ist es ein bisschen, ich brauche es gut wieder. Aber wir können mit der Ding zurückgehen, und wir müssen auch zurückgehen, sonst beschleunigen wir nicht mehr. Nimmst du jetzt Fahrt auf, oder? Ah, jetzt schaut es gut aus.
Wie gesagt, ob die Manometer passen, ob das alles stimmt, was wir da jetzt haben, ist eine andere Frage. Nur leider kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus. Ich glaube, jetzt nehmen wir wieder ein bisschen Fahrt auf. Stimmt das? Ja. Das ist sehr schwer zum Fahren, das Teil. Aha. Wir müssen mit irgendwas ja genau, da müssen wir zurückgehen ein bisschen. Das ist das bessere Hut zum Fahren, wenn man nicht da können wir zurückgehen noch, dann können wir da ein bisschen raufgehen. Jetzt können wir sogar ein bisschen mehr aufnehmen. Das ist halt teilweise ein bisschen schwierig. Da kann man dann da den Heizer und das einstellen, das ist aber bei mir auf Automatik. Also jetzt nimmt er stetig Fahrt auf, das ist aber, wie gesagt, das Dampfflugfahren ist eine eigene Kunst. Wie der Maverick schon gesagt hat, das ist irrsinnig schwer. Mit diesem Hut geht es an und für sich, da kann man dann auch schöne Sachen machen. Das macht er alles automatisch. Die Bläser kann man das kann man den Heizer einschalten, aber der ist ja auf Automatik, glaube ich. Ja, zurück zu dem Bildschirm. Ich habe mir einen UHD-Bildschirm geleistet, Sonderangebot beim Saturn um 250 €, 27 Zoll UHD-Bildschirm von Samsung. Das war ganz was Tolles um den Preis, sage ich mal. Den kriegst du um den Preis nicht wirklich. Das ist ein super Angebot gewesen. Ich kriege da nicht mehr Geschwindigkeit drauf, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Egal. Aber jetzt schaut das Ganze natürlich bei mir irrsinnig gut aus. Und ich möchte euch das natürlich auch teilhaben lassen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mal in 1440 auf HD und versuche das einmal mit dem richtigen Codec und so weiter. Das ist alles so kompliziert mit dem depperten YouTube aufzubringen. Ich hoffe nur, dass ich nicht zu lang brauche mit dem Upload. Wenn es euch so besser gefällt, dann lassen wir das so. Reshade habe ich jetzt komplett runtergenommen, weil es einfach mächtig gut ausschaut mit dem Bildschirm. Jetzt gehen wir da mal mit der Leistung zurück, das ist ja Wahnsinn. Wenn wir da raufgehen. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Ja, jetzt hat sich der andere verbremst. Sitze rauf, den Moorbiegen, die Bremsen sind halt nicht sehr. Das war der Weichenwechsel, deswegen. Tut mir leid, ich kann mit dem Hut nicht fahren, das ist. Aber wir kommen schön durch. Also wie gesagt, der Andi hat sich gedacht, weil ja 2020 DS 2020 jetzt nächste Woche rauskommt, habe ich mal das Reshade runtergehauen, weil der Bildschirm das so toll rüberbringt und das schaut ja ganz gut aus, finde ich. Und warten wir mal ab, was der DS 2020 bringt. Wenn es nicht wirklich besser wird, kann man das Reshade immer noch wieder raufgeben. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Aber ich denke mal, ich werde das Reshade draußen lassen, weil ich habe so ein schönes Bild momentan. Also das passt schon so. Und ja, so, schauen wir mal, ja, da haben wir wieder so eine schöne Ansicht.
Da habe ich so schöne Ansichten für die ganzen Screenshots. So, gehen wir wieder auf 2. Dass wir das wieder immer versuchen. Ich mach das mit dem Richtungswender und mit dem Bremsen noch viel. Weil ich mir denke, es ist einfach. Das ist so weggehen. So geht's auch. Weil es doch teilweise. Jetzt schnauft schön die Luft. Immer ist das süß. Ich komme damit steht das Rad da hinten, das vordere. Das ist eine komische Grafik. Dran so nicht einmal, nein, das ist der Schnee wahrscheinlich. Und das schaut arg aus, wenn sie das Rad nicht dreht. Oder da noch irgendwie offen. Wie gesagt, ich habe die Lok, bin eingestiegen und bin gefahren damit, also ob das jetzt so passt oder nicht, das ist halt so eine Sache. Ein IC als Gegenzug. So, schauen wir mal, so noch ein bisschen Geschwindigkeit reinbringen. Schauen wir da was. Okay, dann müssen wir ein bisschen zurück. So. 32, 26, das schaut gut aus. Merken. Ja. Wird aber nicht wirklich schneller, sondern langsamer, komischerweise. Egal. Dampflokfahren ist eine eigene Kunst. Andi beherrscht sie nicht wirklich. Hauptsächlich, dass es zuerst blitzschnell war. Aber was soll's. Immer da jetzt gelb. Oder hat er umgeschalten? Weh. Na, da ist eh alles grün, der hat umgeschalten gehabt. Gehen wir mal in die Außenansicht. Jetzt fahren wir wieder mal so ein bisschen. Wo war ich? Ja, komplett verschwunden jetzt wieder. Das Hirn muss aber wieder hören. So. Wir dampfen weiter mit 65 km/h. Ich glaube, der geht eh nicht schneller wie ein 80er. Gehen wir in Richtung von der Piste zurück und wir gehen ein bisschen rauf. Oh ja, wo jetzt können wir vielleicht wieder ein bisschen schneller werden. Wir rauschen dann natürlich jetzt durch. Wir haben auch eine Glocke. Ich weiß gar nicht, wie die in Europa eingesetzt wurde, die Glocke, also bei uns zumindest. Das ist leider, da war ich noch klar, wie die Dampfloks bei uns gefahren sind. Vielleicht wissen das einige Zuschauer, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind und in meinem Alter sind, weil da, so viel Wasser sind da bis 85, 86, 87 noch Dampfloks unterwegs gewesen. Vielleicht haben wir die irgendeine Ahnung, wie das da damals runtergelaufen ist. Bei uns ist das halt, also ich glaube, die letzte Dampflok, was ich mir als Kind erinnern kann, was ich im regulären Zugverkehr gesehen habe, das muss so 76, 78 gewesen sein. Also da war ich 6 oder 8, 6 bis 8 Jahre alt, also das ist natürlich schon etwas lange her. Noch wieder ein bisschen andere Ansicht. Schauen wir wieder mal, ob wir eine von unten kriegen. Ja, na, klar, geht nicht. Oh, jetzt geht's. Eine von unten. Schön zum Einschlafen, das Teil, schön monoton. So, jetzt gehen wir wieder auf die Außenansicht zurück. 70.
ist ein bisschen eine heikle Geschichte mit dem Fahren. Wie gesagt, alles ziemlich heikel. Wollt ihr, dass ich TSW was bringe? Dann schreibt was bitte in die Kommentare. Ich habe TSW zwar jetzt deinstalliert, allerdings denke ich einmal, ich werde es mal wieder kurz installieren, um zu sehen, wie das Teil in 4K ausschaut. Aber das kommt sicher mächtig, das Teil, weil ja TSW eine Grafikhure ist, wie man so schön sagt. Und das irrsinnig gut ausschauen wird, aber da ist ein Netz. Ich schalte mal um auf die Ansicht. Das sind da zu viele Oberleitungen, die was wir durchs Bild flitzen. Wie gesagt, TSW hat mich das Update nicht überzeugt. Ich meine, es hat mich nicht enttäuscht. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht wirklich was erwartet, weil geht zu, der nächste, was da rausgeht, kriegt einen Dampf ab, so. Das ist ja nicht normal, die rennen da hinterm Strich. Was ich sagen wollte, ja, TSW, das Update zu TSW 2020. Sie haben sich nicht verschlimmbessert, aber verbessert haben sie sich auch nicht wirklich. Es ist ein anderes Interface, es ist ein bisschen ein anderes Menü. Das Ganze ist ein bisschen... Sie haben eigentlich nur kleine Änderungen gemacht und nicht wirklich Fehler behoben, meiner Meinung nach. Zumindest nicht auf die deutschen Strecken, weil die Signalfehler, was man hat, dass man ein 120er Vorankündiger, also ein Schüttel, bestätigen muss. Das gibt es nicht, das ist nicht normal. Normalerweise alles unter 100. Ich möchte da jetzt in TSW bestätigen, weil ich unsere Zwangsbremsen kriege, das ist idiotisch. Wenn ich TSW bringen sollte, bringe ich englische Sachen oder amerikanische, aber eher englische, weil die sind kürzer, weil die Deutschen nicht wirklich was drauf haben. Natürlich kann ich deutsche Strecken auch bringen, wenn es gewünscht wird. Aber wie gesagt, TSW, ich werde mir es kurz anschauen. Das Problem ist, ich habe 300 oder 400 Stunden am TSW gespielt, war schon ziemlich weit und habe blöderweise, wie ich es deinstalliert habe, irgendwie durch einen falschen Klick später dann in die Dokumente diese Datei von dem TSW auch gelöscht. Da war der Speicherstand drauf. Ich müsste jetzt komplett von vorne anfangen. Gut, aber könnte man ja als Let's Play auch bringen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, gibt's mir halt Bescheid in die Kommentare, wenn TSW gewünscht wird. Als Vergleich einmal kurze Videos, so 20-30 Minuten. Allzu lang ist TSW. Ich müsste mich halt wieder reinfinden in die Steuerung. Ja. Eventuell könnte ich Materaner bringen. Es ist schon ein bisschen ein älteres LKW-Spiel, so ein Offroad-Spiel. Es ist ganz witzig, allerdings sollte man da immer nur so kurze Parts machen, weil das sonst zu lang wird, wenn es wen interessiert. Aber momentan bin ich mehr auf dem Zugspielen unterwegs. Das gefällt mir einfach besser momentan. So, jetzt warten wir noch das nächste Signal auf. Jetzt habe ich meinen Kopf gerade an der Brücke. So, was ist mit dem Signal? Was sagst du? Gar nichts. Fahren wir wieder realistisch mit Innenansicht. Also mit Innenansicht können wir auch einmal. Aber wie gesagt, das sieht man nicht wirklich aus. Ich sehe gar nichts. Nicht einmal ein Signal. Innenansichten haben wir 3. Irgendwo gibt es ein Licht auf dem Führerstand. Da sind die ganzen Hebeln und Bedienelemente und Manometer und was weiß ich. Ein Kram. Sondergleichen.
weil ich mich absolut nicht auskenne mit Dampflokomotiven. Und wie ich aus diversen Videos weiß, ich habe mich natürlich über die Lok informiert, die war beim BS18 dabei, bei der Wutachtalbahn. Ist die eher recht als schlecht, oder wie man so schön sagt, also das ist nicht sehr gut gelungen, das Teil. Das ist halt DTG. Sie haben die vom die 01er, die 03er, dürften das sein, sagt mir jetzt nicht, wie der Hersteller da jetzt heißt, Classic Railroads, glaube ich, oder Romantic Railroads. Das sollte ganz gut sein. So, bremsen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob man das so machen darf überhaupt. Ich mag es halt einfach. Jetzt rollen wir mal hin. Wir haben nur 1,5 Kilometer. Da gibt es auch schönere Pfeifen. Ehrlich gesagt, ja, ich spiele das. So, es müsste eigentlich gleich drinnen sein. Wie die Außenansicht sieht man es besser. Jetzt habe ich zu viel runtergebremst. Ich glaube, man fährt ein bisschen anders rein, aber so fährt man nicht rein. Das war jetzt auch, ich glaube, jetzt habe ich die Lok zusammengehauen. Man sollte nicht mit dem Retourgang volle Post reinfahren. Okay, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, das übliche Sprichwort, wenn ja, dann lasst einen Daumen da, eventuell ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Andi.